Heute schauen wir uns das brandneue Fredo Pack im Landwirtschaftssimulator 25 an und ich zeige dir ganz genau, warum dieses DSC dein komplettes Farming verändern kann. Ich bin Anni, herzlich willkommen bei LS Wissen und Tutorials. Ab sofort ist für den Landwirtschaftssimulator 25 das Fredo Pack online. Das heißt, entweder du kannst es als DSC kaufen oder aber du hast den Year 2 Season Pass, dann hast du das Fredo Pack mit drin. Beim Start von deinem Spiel solltest du unter DSCs auch das Fredo Pack aktivieren, damit du das Fredo Pack dann auch in deinem Spielstand nutzen kannst. Im Shop drückst du dann die Taste C und kannst im Suchfenster Fredo eingeben und dann siehst du schon das ganze Fredo Pack in einer Übersicht. Und das Pack beinhaltet wirklich eine ganze Menge, es ist sehr umfangreich und spannend, was wir da heute entdecken werden. Ich zeige dir Schritt für Schritt den jeweiligen Anhänger oder auch die verschiedenen Güllefässer. Insgesamt ist das Fredo Pack sehr, sehr umfangreich. Ich zeige dir in diesem Video Stück für Stück, was es alles gibt und wofür das angewendet wird. Zuerst möchte ich dir die Traktoren vorstellen, das sind 3 Stück in dem Fredo Pack, die findest du auch unter den Traktoren, dann gehst du weiter runter und dann hast du hier unter Güllefässer die 3 Güllefässer vom Fredo. Da haben wir einmal den VT 4556, der hat 450 PS, 19,5 Kubikmeter Fassungsvermögen und wiegt 18 Tonnen. Dann haben wir den VT 5536 vom Fredo Pack, der hat 550 PS, ein Fassungsvermögen von 22 Kubik und wiegt 19,7 Tonnen. Und der dritte Traktor ist dann der VT 7138, der hat ganze 710 PS, ein Fassungsvermögen von 32 Kubikmetern und ein Gewicht von 26,2 Tonnen. Der VT 4556 ist also das kleinere Modell. So sieht er aus. Im Shop kannst du dann wieder verschiedene Einstellungen vornehmen. Du kannst den Saugarm für 2000 € anpassen oder eben das erste designen lassen. Das ist so die Standardausführung. Der VT 5536 ist dann das mittlere Modell. Auch hier kannst du den Saugarm anpassen. Und das größte Modell ist der VT 7138. Der hat also ein sehr großes Fassungsvermögen von 32 Kubikmetern und so sieht er aus. Auch hier kannst du dann wieder den Saugarm anpassen und da stehen dir dann sogar 3 verschiedene Designs zur Verfügung. Die Schlitzgeräte und den Gülleverteiler findest du dann in der Kategorie Ausbringtechnik. Da haben wir hier einmal den Fredo Profi Eco 6.0. Das ist so die kleinere Variante. Der hat eine Arbeitsbreite von 6 Metern. Dann haben wir den Profi Eco 7.5. Der hat eine Arbeitsbreite von 7,5 Metern. Dann der Profi 9. Der hat eine Arbeitsbreite von 9 Metern. Den Profi 12. Der hat eine Arbeitsbreite von 12 Metern. Und dann noch der Profi XL. Der hat eine Arbeitsbreite genau von 18 Metern. Wie du also auch schon festgestellt hast, die Zahl hinter dem Profi ist die jeweilige Arbeitsbreite. Und das sind dann die Schlitzgeräte, die jetzt neu sind. Die werden an Güllefässern oder an Gülle-Selbstfahrern angebaut und werden dazu verwendet, um Gülle in den Boden zu injizieren. Das heißt, die Gülle wird in den Boden direkt eininjiziert und nicht nur oberflächlich auf dem Boden aufgetragen. Und zum Fredo Pack gehört auch noch von Evas der Torik 48672. Das ist allerdings kein Schlitzgerät, sondern das ist ein Gülleverteiler. Der kann auch an ein Güllefass angebracht werden und damit kann man dann die Gülle auf dem Feld verteilen. Die Güllefässer von Fredo funktionieren genauso wie die anderen Güllefässer auch. Du fährst dann zum Beispiel an deinem Kuhstall dran und dann siehst du schon an der Gülleausgabe oben links Befüllung starten mit der Taste R und dann kommt hier das Feld, wähle aus, was in das Fahrzeug geladen werden soll. Wir möchten Gülle laden. Insgesamt haben wir ein Fassungsvermögen von 19.500 Litern in dem kleinen Modell von Fredo, der VT 4556. Und genauso kannst du das dann auch mit dem nächsten Güllewagen machen, und zwar ist das der VT 5536. Da fährst du einfach auch an den Kuhstall dran, bzw. an die Gülleausgabe und drückst auch die Taste R. Und dann wählst du wieder aus, mit was dein Fahrzeug befüllt werden sollst, bestätigst und unten rechts siehst du dann wieder, wie der Tank sich füllt. Und dieses Modell hat ein Fassungsvermögen von 22.000 Litern. Und dann haben wir noch den Fredo VT 7138, auch den können wir befüllen. Und du siehst immer schon auf dem Tank, wie viel Fassungsvermögen das jeweilige Fahrzeug hat. Dieses Fahrzeug hat 32.000 Liter Fassungsvermögen. Zuerst zeige ich dir den Fredo Profi Eco 6.0, das ist das kleine Schlitzgerät.
Und den koppelst du einfach nur hinten an und dann verbindet der automatisch das Schlitzgerät mit deinem Tank. Und an deinem Feld angekommen, klappst du dann einmal das Gülle-Schlitzgerät auf mit der Taste X. Dann senkst du es mit der Taste V und jetzt ist wichtig, dass du das Gülle-Schlitzgerät auch anschaltest. Das heißt, mit der Taste B kannst du es aus- und anschalten. Wenn es angeschaltet ist, siehst du oben links, dass der Anhänger sich grün färbt. Und wichtig ist da auch, dass du dann mit der Taste G kannst du tauschen, und zwar nach vorne zum Güllefass, und auch das muss angeschaltet sein. Das heißt, beides muss grün sein, damit es auch funktioniert. Wenn du jetzt zum Beispiel das Güllefass nicht angeschaltet hast und fährst über dein Feld, dann bringt er auch keine Gülle aus. Wichtig ist also, dass du dann das Güllefass auch anschaltest, dann ist beides aktiviert und fährst dann langsam über dein Feld drüber und dann siehst du, wie die Gülle in dein Feld injiziert wird. Und unten siehst du, wie die Gülle dann direkt in den Boden eingebracht wird. Das war jetzt das kleine Schlitzgerät der Profi Eco 6.0. Jetzt zeige ich dir noch den größten. Das ist der Profi XL18 mit 18 Meter Arbeitsbreite. Und den hänge ich dann direkt an das größte Fahrzeug dran, den Fredo VT7138. So sieht er übrigens von innen aus. Das ist die Cockpit-Ansicht. Und auch hier am Feld angekommen, klappst du dein Gülle-Schlitzgerät auf. Und das ist schon eine ordentliche Arbeitsbreite. Zusätzlich musst du dann mit G dann wieder deinen VT7138 auswählen, also die Zugmaschine, und auch diese anschalten mit der Taste B und erst dann funktioniert das Ganze, dass die Gülle mit dem Gülle-Schlitzgerät ausgebracht wird. Die Arbeitsbreite kann sich sehen lassen, wir klappen den Arm wieder zusammen und das schaut sehr, sehr gut aus. So einfach funktioniert das Gülle-Schlitzgerät und es ist wirklich sehr schnell und einfach und effizient. Zusätzlich zu den Gülletransportern und auch den Gülle-Schlitzgeräten gibt es natürlich auch noch den Gülleverteiler. Der Gülleverteiler verteilt die Gülle oberflächlich über das Feld und bringt sie nicht so wie die Schlitzgeräte in das Feld ein. Und dieser wird dann auch einfach nur an das Güllefass angebaut und bringt dann die Gülle auf dem Feld aus. Und so schaut er aus. Der EWAS Agrotorik 48672. Und mit dem Düngeverteiler fährst du einfach nur an dein Feld heran und klappst ihn dann mit der Taste X auf. Anschließend senkst du ihn. Dann schaltest du einmal den Gülleverteiler an mit der Taste B. Mit der Taste G gehst du wieder vorne auf deine Zugmaschine bzw. auf das Gülletransportgerät und dann schaltest du dieses auch mit der Taste B an und fährst dann über dein Feld drüber und verteilst die Gülle auf deinem Feld. Und du siehst, hier wird die Gülle oberflächlich verteilt. So schaut dein Feld aus, wenn du das mit dem Gülleverteiler gedüngt hast. Und so schaut dein Feld dann aus, wenn du das Feld mit dem Schlitzgerät gedüngt hast. Und meiner Meinung nach sieht das Feld auch besser gedüngt aus. Das heißt, so von der Optik her ist das Feld dann durch und durch mit Gülle getränkt und gedüngt. Ein weiteres Add-on sind die Nachsaatgeräte. Und zwar haben die einen einzigartigen Zweck. Sie reparieren abgeerntete oder ausgelaugte Grasfelder, ohne dass du pflügen oder komplett neu säen musst. Das spart dir dann Zeit, Aufwand und Geld, besonders bei großen Grasflächen oder wenn du einen Silagebetrieb hast. Diese findest du dann in der Kategorie Seetechnik und dann hast du hier unten von Fredo, die letzten 3 sind das, die verschiedenen Nachsaatgeräte. Da haben wir einmal den DZ5 Agri 290. So schaut er aus. Er benötigt eine Zugmaschine mit 90 PS und hat eine Arbeitsbreite von 2,8 Metern und insgesamt passen 290 Liter Saatgut rein. Dann haben wir den DZ5 Agri R 290. Da kannst du dir dann auch aussuchen, was für eine Walze du haben möchtest, ob du eine Zahnwalze haben möchtest oder eine Glattwalze. Das Fassungsvermögen sind 1000 Liter, die Zugmaschine benötigt 100 PS und die Arbeitsbreite beträgt 2,8 Meter. Und dann haben wir noch den DZ5 Agri Twin 580. Auch da kannst du dir die Walze wieder aussuchen, ob du eine Glattwalze haben möchtest oder eine Zahnwalze. Das Fassungsvermögen sind 1000 Liter, die Zugmaschine benötigt 150 PS und die Arbeitsbreite sind 5,7 Meter. Ich zeige dir das kleine Modell, wie das funktioniert. So sieht das aus.
Zusätzlich benötigst du dann noch Saatgut, das findest du ganz normal unter der Kategorie Saatgut. Und dann fährst du mit deinem Nachsaatgerät einfach an das Saatgut heran und dann siehst du schon, wie da hinten sich der Deckel aufklappt. Dann füllst du das Gerät einfach mit der Taste R auf, wie jedes andere Aussaatgerät auch, und dann fährst du da ganz normal über dein Feld. Jetzt klappt sich das wieder zu und hier haben wir ein abgeerntetes Grasfeld. Dann senkst du das Nachsaatgerät einfach und fährst ganz normal über dein Feld drüber und dann wird dein Feld ganz einfach überarbeitet. Der Tank leert sich Stück für Stück an den Ecken, wo das Gras fehlt, und diese Nachsämaschine füllt dann die Lücken von deinem Grasfeld auf. Das heißt, du brauchst das Grasfeld nicht mehr pflügen, sondern das frischt dein ganzes Grasfeld komplett ohne großen Aufwand auf. Und das war ein kleiner Einblick zum Fredo-Pack. Schreib mir doch bitte in die Kommentare, was du vom neuen Update für den Landwirtschaftssimulator 25 hältst, wie dir das Fredo-Pack gefällt. Und es gibt auch Wildschweine, habe ich gesehen. Das werde ich mir demnächst mal näher anschauen und auch darüber ein Video machen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei LS Wissen und Tutorials.